Vor dem Urknall gab es nur die Hauptessenz und Xayah. Xayah wachte über die Hauptessenz. In der Hauptessenz waren alle Kräfte, Materialien, Stoffe, einfach alles, was wir heute kennen. Doch auf einmal Welten entstanden aus verschiedenen Materialien. Mit Pflanzen, Tieren, natürlich Menschen. Aber es gab nicht nur solche Welten, es gab zum Beispiel auch die Welt der Unendlichkeit. Wo bin ich? Du bist in der Dimension der Unendlichkeit. Wer bin ich? Du bist der Wächter der Zeit. Warum existiere Ich habe unabsichtlich ein Universum erschaffen. Ein Universum mit Leben. Doch als das Universum entstanden ist, wurden sämtliche Kräfte freigelassen. Sie sind im ganzen Universum verstreut. Wenn jemand an auch nur eine dieser Kräfte rankommt, könnte er schreckliche Dinge tun. Du musst diese Kräfte wieder einsammeln und mir bringen. ich? Wo soll ich anfangen? Dieses Universum ist aus verschiedenen Welten aufgebaut. Der einzige Weg, durch diese Welten zu reisen, ist momentan dieses Zepter. Mit diesem Zepter kannst du ein Tor zur unendlichen Treppe öffnen. Von dort kannst du in jede Welt. Beschütze das Zepter mit deinem Leben. Es darf nicht in falsche Hände geraten. Danke. Ein paar Tage später. Also, ich habe jetzt schon die Kräfte der puren Dunkelheit, des Kampfes, des Glückes, der Schnelligkeit und des Wissens. Hier müsste ich die Kraft der... Oh, hallo. Ah, da bist du ja. Ich habe deine Ankunft berechnet. Ja, ich würde dir gerne helfen. Hier in der Nähe ist mein Labor. Dort habe ich berechnet, wo die Kräfte in dieser Welt sind. Für einen Sterblichen weißt du ganz schön viel. Also, normalerweise benutzen nur die Bösen das Wort Sterblicher. Entschuldige. Komm mit. Hier lang. Oh, ich schussel. Warte bitte kurz hier. Ein Bauplan für eine Rüstung. Kraftinjektion? Er will mir die Kräfte klauen und sie in Rüstung packen. Ich muss hier weg. Na, wo wollen wir denn hin? Was ist das? Was passiert hier? Was machst du mit mir? Du wirst damit nicht durchkommen. Der Wächter der Zeit wurde schwach. Er musste fliehen und die bisher gesammelten Kräfte zurücklassen. Bereit für eine Testfahrt? Das ist zu viel! Muss ausziehen! Der menschliche Körper des Wissenschaftlers war zu schwach für diese mächtige Kraft. Viele Jahrtausende später Ey, wir werden angegriffen, beeilt's euch mal.
kalt. Was ist gerade passiert? Da kam was vom Himmel und dann... Es hat sich so angefühlt, als hätte ich mich von meinem Körper gelöst. Und was jetzt? Wo sind wir? Wir müssen das Dorf beschützen. Ich fürchte, dafür ist es zu spät. In meinem Kopf, ich weiß auf einmal so viel, aber es kommt nicht aus meinem Kopf, es kommt aus meinem Brustkorb. Was sind wir denn jetzt überhaupt? Was waren wir denn vorher? Wir waren Was waren wir vorher? Ich bin gerade leicht überfordert von meinem ganzen Wissen. Ich weiß so gut wie alles, aber nicht wer oder was wir waren. Und wo sind wir hier? Wir sind tief unter der Erde. In einem verlassenen Labor eines verrückten Wissenschaftlers. Wir sind das Ergebnis eines bösen Plans. Woher weißt du das alles? Wir alle haben Kräfte. Ich bin Merlus. Ich habe die Kraft des Wissens. Du? Du bist Lore. Du hast die Kraft der Schnelligkeit. Du bist Zankus. Du hast die Kraft des Kampfes. Du bist Zen. Du hast die Kraft des Glückes. Und... Oh, hallo. Du bist Xemius. Du hast die Kraft der... Ach, wie auch immer. Wir müssen wieder an die Oberfläche. Und wie stellen wir das an? Du sagtest doch, ich bin die Schnelle hier, oder? Ja. Fertig! Oh, wow. Was habt ihr da für Rüstungen? Was ist das denn für ein Material? Das könnten unsere Ritter gut gebrauchen. Hey, nicht anfassen! Ich habe gehört, ich darf mir diese Rüstung kurz ausleihen. Nicht anfassen! Ah! Verdammt, was machen wir denn jetzt? Und wo ist eigentlich Xemius? Oh, ich schaue mich hier gerade um. Einer deiner Freunde wurde geköpft. Und du schaust dich um? Boah, Freunde? Ich weiß nicht mal, wer ihr seid. Was ist passiert? Du wurdest geköpft. Was? Ja, aber dank deiner Geduld lebst du noch. Geduld? Was hätte ich denn machen sollen? Komm runter, Zankus, wir haben andere Probleme. Die Taperen? Dieser Typ will deinen Kopf und die da streiten sich. Du hast doch gerade gesagt, wir sind zusammen da unten aufgewacht. Beruhigt euch mal. Bleib fern von mir. Boah, beruhig dich. Okay, Leute, wir sollten uns einen Unterschlupf suchen. Hier im Dorf sind wir nicht sicher, aber in der Nacht sollten wir nicht los. Am besten gehen wir wieder ins Labor. Seht ihr, der Neumal Klug will uns wieder dort runterschleppen. Wer weiß, was er mit uns vorhat. Ich bleib hier. Also willst du hier oben in der Kälte schlafen? Natürlich nicht. Hier sind doch ganz viele Häuser. Die brennen sogar. Das gibt Wärme. Und Verbrennungen. Wir sind lebendige Rüstungen. Im schlimmsten Fall schmelze ich. Das ist vielleicht auch nicht so gut. Okay, ich komme schon mit. Am nächsten Morgen. Oh je, wo ist Zankus? Da hinten. Und dass du mich nicht gesehen hast, beunruhigt dich nicht. Ich wusste es. Ich bedeute euch nichts. Xemius ist raus. Nein, Seminus, so meinte ich das nicht. Oh, Zankus, was hast du denn da? Die waren in den ganzen Steinwänden hier. So scharfe Dinger. Okay, die könnten wir vielleicht noch gebrauchen, aber wir müssen schnell Seminus hinterher. Ja, natürlich. Mehr los, Lore. Aufwachen. Was ist? Xemius ist weg. Wir müssen hinterher. Heiliger Blitz, was erschreckst du mich so? Xemius ist in Gefahr! Los! Zankus, benutze diese scharfen Dinger! Was? Kein Danke? Das hast du nur gemacht, um nicht zu sterben. Das habe ich gemacht, damit du nicht stirbst. Leute, beruhigt euch. Geduld, Merlus, Geduld. Keinen Streit hier. Wow, was ist das? Das ist die Sonne. Sie spendet uns Licht, Wärme und Sicherheit. Oh, die Ritter kommen zurück. Schnell weg hier. Merlus,
Was sind das für Dinger? Das sind Bäume. Zankus, kannst du vielleicht mit deinen scharfen Diamanten einen zerschneiden? Okay. Achtung! Pah, das Achtung hättest du dir sparen können. Dann sollten wir weiter. Halt, wartet! Wir haben den Baum ja nicht ohne Grund gefällt. Er besteht aus Holz. Das können wir nehmen, um uns Häuser zu bauen. Zankus, gib mir mal bitte einen deiner Diamanten. Tada! Was ist das? Eine Xemios-Tötungsmaschine? Blödsinn, das ist eine Axt. Damit können wir Bäume schneller fällen und aus ihnen das Holz entnehmen. Lore, kannst du uns kurz Holz besorgen? Aber sicher. Bitte sehr. Jetzt haben wir nicht nur genug Holz zum Bauen, sondern auch eine schöne freie Fläche. Gut gemacht, Lore. Eine Woche später. Also Leute, ich habe euch alle herbestellt, um euch etwas zu zeigen. Wie ihr wisst, hat Merlus einem Buch seine Kraft gegeben und da kam ich auf eine Idee. Passend zu meiner Kraft habe ich ein Schwert gebaut. Ui. Kann ich mir deinen letzten Diamanten ausleihen? Sicher. Das wird so cool. Super. Jeder kann mit seinen Kräften was anfangen. Kannst du doch auch. Naja, wenn Merlus mir es mal sagen würde. Was sagen? Welche Kraft habe ich denn nun? Xemios, beruhig dich. Ich habe es dir nicht gesagt, um dich, also uns, davor zu beschützen. Zankus hat die Kraft des Kampfes und hat ein super scharfes Schwert gebaut. Er ist hier wohl eher der Gefährliche. Naja, er kann nicht, Welten auflösen. Also habe ich die Kraft des Weltenauflösens. Nein, also so in der Art. Du hast die Kraft der puren Dunkelheit. Das will ich ausprobieren. Xemios, nein! Interessant. Es breitet sich aus. Xemios, mach es rückgängig. Ja. Du wirst diese Kraft nie wieder benutzen. Hast du mich gehört? Du 10-mal klug hast mir nichts zu sagen. Xemios ist raus. Der wird schon wiederkommen. Sicher? Geduld, Zankus, Geduld. Was hast du immer mit deiner Geduld? Geduld ist der Schlüssel zum Glück. Du bist das Glück. Am nächsten Tag. Zankus, komm schnell rein. Okay, was ist denn los? Mein Buch ist mittlerweile klüger als ich. Es kann schon in die Zukunft schauen und schau dir das an. Warte, was? Warum kämpfen wir gegen Xemios? Weil auf einer anderen Seite... Oh nein, es geht los. Lore! Ja? Keine Zeit für Erklärungen. Hol Zen und deine wichtigsten Sachen. Verstanden. Oh, fesche Schuhe. Das hast du also mit den Diamanten gemacht. Los Leute, weg hier. Was ist denn los? Mein Buch kann in die Zukunft schauen und Xemios will das ganze Universum mit der puren Dunkelheit verseuchen. Warum rennen wir weg? Wir müssen was tun. Er hat viel zu viele Leute versklavt, die für ihn kämpfen. Wir müssen das taktisch angehen. Erstmal müssen wir uns zurückziehen. Okay. Die feigen Hühner rennen ja direkt weg. Los, Dina, fang an zu bauen, was wir besprochen haben. Tag 18. Wir wissen, dass wir selbst mit unseren Kräften keine Chance haben. Mit dem anbrechenden Winter wird die Suche nach Nahrung immer schwieriger. Wenn wir nur irgendjemanden auf unserer Seite hätten. Mir ist kalt. Danke. Ich wünsche mir einfach, dass wir irgendjemanden auf unserer Seite hätten. Wer bist du denn? Bist du hier gerade entstanden? Wo bin ich? Wer bin ich? Hilfe. Wer seid ihr? Also, keine Ahnung, aber wir können gerade Hilfe gebrauchen. Also, wo du schon mal da bist. Okay, hallo, wer seid ihr? Oder wer bin ich? Wo sind wir? Euch habe ich doch mal in meinem Buch gesehen. Ihr seid Lukas und Aya. Anders als bei Menschen tauchen unsere Nachkommen einfach auf. Ihr seid die ersten 2 unserer Art. Aber wo ist Svold? Ich nehme mal an, das ist er.
Sind das Freunde oder Feinde? Das sind unsere Eltern. Okay, hallo ihr alle. Wir brauchen dringend eure Hilfe. Merlus, erklär mal bitte. Genau, unser Bruder Xemius will das gesamte Universum mit der puren Dunkelheit verseuchen. Er hat hunderte Truppen an seiner Seite. Er bereitet sich noch vor, aber viel Zeit haben wir nicht mehr. Am besten suche ich in meinem Buch nach anderen, die uns helfen könnten. Und dann überlegen wir uns gemeinsam einen Plan. Ja, also Merlus sollte nach Unterstützung suchen. Dann überlegen wir uns gemeinsam einen Plan und stoppen Xemius. Das hab ich doch gerade gesagt. Ja. Merlus sucht nach Hilfe. Die anderen sucht Essen. Also bisher war hier eigentlich immer Merlus der Boss. Ja, du kannst hier nicht einfach die Leitung übernehmen. Mir egal. Aber die Idee ist gut. Leute, sucht Essen. Dann habe ich hier genug Ruhe, um zu suchen. Hab ich doch gesagt. Du auch, Svold. Ja. Ich hab's! Erzähl! Die Welt der Unendlichkeit. Dort sind viele fliegende Inseln. Dort lebt niemand, außer ein großer Drache. Dieser Drache legt, sobald er alt genug ist, ein Ei, woraus der nächste schlüpft. Dadurch gibt es dort nun schon seit Ewigkeiten immer einen Drachen. Wenn wir diesen Drachen auf unsere Seite bekommen, haben wir eine Chance gegen Xemius. Super, ich hol alle her. Wow. An das, dass du mich so schnell holst, werde ich mich wohl nie gewöhnen. Danke, Aya. Also, was gibt's? Kennt ihr Drachen? Also, was suchen wir denn? Vor langer Zeit hat ein Wissenschaftler hier von jemandem ein paar Kräfte geklaut. Aus denen sind wir dann entstanden. Die Person, von der er geklaut hat, hatte ein Zepter. Auf diesem Zepter schwebte ein magischer Stein. Mit diesem Stein kann man in andere Welten reisen. Wenn wir Glück haben, ist ein kleines Teil abgebrochen und liegt hier rum. Ist der Stein zufällig lila? Ja, super, Lukas. Zankus, hast du einen Diamant? Ich hab noch einen. Okay, hier oben müsste es klappen. Wenn wir da reingehen, sind wir auf der unendlichen Treppe. Sie ist zwischen Raum und Zeit und kann uns in jede Welt bringen. Dann gehen wir rein, oder? Ja. Wow, das ist krass. Also, wir teilen uns auf und sobald jemand das richtige Tor findet, ruft er den Signalton. Der Signalton ist... Wo geht ihr denn hin? Merlus kennt den Weg. Ich dachte ja nur. Hier sind wir. Was sind das eigentlich immer für Zeichen auf dem Boden? Die meisten sind Buchstaben aus dem Alphabet der Götter. Das hier ist ein Zeichen, das die Unendlichkeit darstellt. Super. Also, wir gehen da jetzt rein und versklaven diesen ollen Drachen. Was? Nein! Wir bitten ihn höflich um Hilfe. Ach so. Das geht auch. Ich finde, Merlus sollte vorgehen und das Reden übernehmen. Okay. Kommst du nicht mit? Hallo? Hallo? Frau Drache? Sind Sie hier? Frau? Denkst du, Männchen können Eier legen? Geschlechter sind verwirrend. Hallo, Frau Drache. Wir sind die Endermen. Braucht nicht so zu schreien? Okay. Unser Bruder Xemius, er will das gesamte Universum mit der puren Dunkelheit verseuchen und zerstören. Alleine haben wir keine Chance, aber mit ihnen könnten wir es schaffen. Danke, Frau Drache. Es ist uns eine große Ehre.
Ich kann sie Ender nennen? Okay. Super. Dann müssen wir uns jetzt nur noch einen Plan überlegen. Ich habe etwas mitgenommen, es ist von den Menschen. Wenn man diese Feder in die Tinte tunkt, kann man hierauf Dinge zeichnen. Super, dann können wir dann den Plan aufschreiben. Okay, hier ist der Plan. Lukas, Aya und Svold stürmen mit Holzschwertern Xemios Schloss und täuschen einen schlechten Angriff vor. Dadurch sind dort erstmal alle abgelenkt, damit ich, Zankus, Lore und Sen unbemerkt auf Ender anfliegen können. Ender sprengt dann das Schloss an einer Mauer auf und wir stürmen rein. Zusammen müssen wir dann die 3 Kristalle zerstören. Sobald diese zerstört sind, werden wir Xemios mit dem Zepter in eine negative Welt verbannen. Okay, Frage. Was ist eine negative Welt? Jede Welt hat eine negative Version. So auch diese, in der wir gerade sind. In diese werden wir ihn verbannen. Xemios hat ein Schloss? Ja, das haben seine Sklaven bauen müssen. Und was für Kristalle? Xemios hat 3 Kristalle. Diese bereiten seine Kraft gerade auf den Tag der puren Dunkelheit vor. Wenn er damit fertig ist, kann er beginnen, die pure Dunkelheit zu verbreiten. Was ist die pure Dunkelheit? Hörst du überhaupt zu? Xemios hat doch schon mal die pure Dunkelheit in meinem Haus gezündet. Hat er da auch schon Kristalle? Nein, das war ja nur die Ecke eines kleinen Hauses. Jetzt will er das ganze Universum verseuchen. Warum will Xemios das überhaupt machen? Das weiß ich nicht. Was? Ich weiß auch nicht alles. Okay, es sollte jetzt alles geklärt sein. Also los. Warte, wie bringen wir Ender durch das Tor? Ah. Dann los! Schnappen wir uns diesen Wicht. Und hier geht's dann wieder raus. Also los in den Kerker mit euch. Falls wir Gefangene bekommen, bringe ich sie euch. Okay, Chef. Was soll das denn sein? Ein Angriff? Wir sind die Endermen. Wir werden Xemios stürzen. Tja, jetzt habe ich das Schwert. Aber ich habe auch so eins. Bitte, tu uns nichts. Ihr werdet ja schnell schwach. Schon verdächtig. Egal. In den Kerker mit euch. Okay, ihr könnt anfangen mit eurer Show. Okay, Chef. Also, wir sind die Kerkerkeks. Eure heutigen Gastgeber. Kerkerkeks? Wisst ihr überhaupt, was das heißt? Schweige, wir haben hier leckere Kerkerkekse. Die werden wir jetzt essen. Und euch nichts davon abgeben. Svold, wie lange müssen wir uns das jetzt anschauen? Keine Ahnung. Die werden schon bald kommen. Hey, nicht reden! Was ist das? Okay, Ender. 3, 2, 1. Sie sind hier. Es ist vorbei, Xemios! Du hast keine Chance gegen uns. Ergib dich und der Schmerz bleibt dir enthalten. Süß. Wache, sind die Kristalle bereit? Nein, Chef. Die brauchen noch etwas. Beeil dich. Er kann fliegen? Ja, natürlich. Wir auch. Was denkst du denn, was das an unseren Händen und Füßen ist? Oh. Leute, da ist ein Kristall. Ender, flieg lieber in deine Welt zurück. Wir schaffen das schon. Hey. Nein, sie haben einen Kristallchef. Vielleicht kannst du jetzt noch starten. Schnell. Okay. Hier. Ah, verdammt! Wo sind denn Lukas, Aya und Svold? Habe ich vergessen, ihnen zu sagen, dass sie sich teleportieren können? Die können sich teleportieren? Ja, wir doch auch. Oh. Gut zu wissen. Ah, verdammt, ich sollte meine Klappe halten. Scheiße. Nein, Ian, mein einziger Freund. Dafür wirst du büßen. Zankus, wenn ich das nicht überlebe, nimm das Zepter. Wir schaffen das. Gemeinsam. Meine
Lecker. Oh, Chefchen hat schon angefangen. Schnell weg hier! Also Merlus meinte ja, dass die pure Dunkelheit Materie auflöst. Also müssten wir nur warten, bis sie bei den Gitterstäben angekommen ist. Kameraden, wir müssen nur noch kurz warten, bis die Gitterstäbe aufgelöst wurden und dann können wir endlich die Kristalle suchen. Das hab ich doch gerade. Ach, egal. Perfekt. Los, such die Kristalle. Ich hab hier einen. Super. Was jetzt? Draufhauen. Könnte das nicht wehtun? Nimm doch den. Ja. Wollen wir weiter, solange man auf der Treppe noch laufen kann? Also, so einfach machen wir es euch nicht. Los, Feuer! Spinnst du? Mamas schöne Kekse? Hast du eine bessere Idee? Die macht schon. Ich rette Merlus. Ja. Showy, Keksesüchtigen. Ich werde das gesamte Universum zerstören. Wo ist... Xemios. Wo? Der oben, auf dem Dach. Habt ihr schon gelernt, euch zu teleportieren? Was? Wir können uns teleportieren. Wow. Die Materie löst sich auf. Schnell. Aufs Dach. Wir müssen uns beeilen. Ihr dachtet, die Kristalle zu zerstören würde helfen? Haha, die waren schon längst abgenutzt. Ich werde gleich eine riesige Schockwelle auslassen und es gibt nichts, was ihr dagegen tun könnt. Ach, wirklich? Was ist das? Mit einem kleinen Stäbchen werdet ihr mich nicht besiegen können. Oh, was ist das? Das ist nicht fair. Leute, könnt ihr mir Energie geben? Klar. Warte, Freunde, was macht ihr da? Wir wissen alle, dass du uns verarschen willst. Ja, wer will euch schon als... Du hast mir zu viel geredet. Ich glaub's nicht. Wir haben es geschafft. Wow. Also, Xemios ist weg. Aber was machen wir jetzt hiermit? Es gibt nur eins, was wir tun können. Merlus! Merlus? Hat er sich geopfert? Für uns. Wird langsam ganz schön eng hier. Ja, irgendwann besiedeln wir hier noch die ganze Welt. Wir werden uns an denen rächen. Ich hab da schon eine Idee. Was glotzt du so? Ja, du mich auch. Wenn die Welt doch nur unendlich groß wäre. Die Welt der Unendlichkeit. Denkt ihr, woran ich denke? Und hier sind wir, unser neues Zuhause. In dieser tollen Dimension, auf dieser tollen Insel werden wir von nun an wohnen. Und es ist mir eine Freude, euch zu verkünden, dass ich euer neuer Anführer bin. Also hast du wirklich ihn unseren neuen Anführer werden lassen. Toll. Also ich finde, Merlus war ein guter Anführer. Wenn wir es nicht schaffen, Xemios aufzuhalten, wird sich einer von uns opfern müssen.
in die pure Dunkelheit stürzen. Das würde eine Explosion des Lichts auslösen, die die pure Dunkelheit verschwinden lässt, aber sehr wahrscheinlich auch das Leben des Ausführers kosten würde. Aber Merlus ist nicht mehr hier und nach allem, was passiert ist, bin ich viel zu durcheinander, um das Volk anzuführen. Und da Herr Svolt seit seiner Geburt der Anführer sein wollte, dachte ich, er wäre der Beste für den Job. Glücklich sieht er aus. Und ich freue mich auch, euch meine 2 Assistenten vorzustellen. Hey. Lukas, das ist dein Stichwort. Was ist mein Stichwort? Ach so. Hi. Also, die Ressourcenfarmer gehen bitte Stein holen. Die Späher und Kämpfer gehen den Drachen suchen. Was ist das für ein Geräusch? Ah! Hallo, Frau Drache. Dürften wir vielleicht bei Ihnen wohnen? Spricht hier jemand Drachisch? Hier, das ist mein Buch, das habe ich mir für meinen Leseclub bestellt. Top 100 Tiersprachen aus der Tasche. Wenn da Drachisch nicht dabei ist, kannst du auch in Merlus Buch reinschauen. Ja, ich nehme dann lieber Merlus Buch. Ah, hier. Danke, Frau Drache. Und könnten Sie uns dann vielleicht beschützen? Ich meine, nur im Notfall? Also, Leute, sammelt Stein und baut mir einen Palast. Bist du dir immer noch sicher? Ja. Ihr habt ihn gehört, Leute! Holt Steine, aber passt auf, dass ihr nicht die ganze Insel abbaut. Zur Erinnerung, ihr könnt euch teleportieren. Ach, hier wollten sie also her. Wissen die denn schon, dass es hier in der Ferne noch viel mehr Inseln gibt? Hoffentlich nicht, denn da lassen wir uns jetzt nieder. Komm, Schatz. Okay. Ciao, Lieblinge. Ciao, Schatz. Ciao. Liebes Volk, wir sind auch zutiefst erschüttert über die neuesten Ereignisse. Ich kann Ihnen aber versichern, dass diese nicht daran liegen, dass wir hierher gezogen sind. Die einzigen Bewohner dieser Welt sind wir, Ender der Drache und die lästigen Feen. Aber ich, Lukas und Aya tun alles, damit eure Geliebten wieder zurückkommen. Wir sind tüchtig auf der Suche und nehmen alle Hilfe, die wir kriegen können. Zum Glück sind das aber auch unsere einzigen Probleme hier. Ich habe gehört, es geht euch allen super im neuen Heim. Was für? Mir ist meine Ernte von der Kante runtergefallen und dann ist sie wieder über meinem Kopf aufgetaucht. Ja, und diese ollen Raumzeitlöcher, die jeden Dienstag auftauchen, verschlingen mir immer meine Ohrringe. Und es wird langsam ganz schön eng hier. Von wegen unendlich groß. Also, ich bin ganz sicher, das Buch hat eine Antwort auf eure Probleme. Ah, oho. Wir Endermen können sogenannte Enderperlen erschaffen. Wenn wir diese werfen, werden wir dorthin teleportiert, wo sie zerspringt. Und wenn wir sie in diesen schwebenden Teleporter werfen, landen wir auf einer unendlich großen Inselgruppe. Viel größer als hier und reichlich an Kokosfrüchten. Ah ja. Also, das finde ich super. Aber zurück zum Thema Entführung. Ich grüße euch. Mein Name ist Januar. Ich bin der Anführer der Enderforce. Viele von euch wissen, dass wir eigentlich eine Kampftruppe sind. Allerdings ist die Lage so ernst, dass wir uns dazu entschieden haben, einzugreifen. Uns ist klar, wie viele von euch unter den letztlich auftretenden Entführungen leiden. Aus diesem Grund werden wir keine Ruhe geben, ehe nicht alle Entführten gefunden und zurück zu ihren Familien geschafft wurden. Zwei der Besten unserer Einheit, Februar und März, haben sich schon auf den Weg gemacht, Was bist du denn für ein langer Ludatsch? dabei die Enderperlen-Technik zu meistern. Wir werden uns perfekt auf alles einstellen, was auch kommen mag. Guten Morgen. Wo sind wir? In unserem geheimen Stützpunkt. Steht hier die Entführer? Wenn ihr uns so nennen wollt? Warte mal, ihr seht aus wie Kerkerkeks. Ihr wart Anhänger von Xenius. Streber. Wir wurden entführt und das ist alles, was du sagen kannst. Seid ruhig, ich habe etwas zu erledigen.
Was ist das? Oh, also, ihr habt das doch jetzt schon genug, oder? Also, bei mir braucht ihr das wirklich nicht machen. Wenn du redest, tut es am meisten weh. Wenn die Legende wahr ist, müsste hier das Portal sein. Wow, du hattest recht. Oh, ich wusste nicht, dass die alte Skelette sind. Lebende Skelette? Seid ruhig, Kinder! Sie meinen es nicht böse! Wir sind keine Skelette! Wir sind Silberfische! Vor vielen Jahren war hier ein wunderschönes Unterwasserkönigreich! Doch auf einmal verschwand das Wasser und nun sind wir hier! Tief unter der Erde! Oh, das tut mir sehr leid. Ach, du kannst so nichts dafür! Und wo führt dieses Portal hin? Ach, das Portal! Das Portal führt uns alle in die Steinwelt! Dort haben wir alle unsere Bauressourcen her! Doch mit dem Wasser ging auch die Funktionalität des Portals! Also, wenn ihr wollt, könnt ihr mit uns mitkommen. Wir sind hier glücklich! Naja, davon abgesehen, dass wir ein Entführungsproblem haben! Aber danke für das Angebot! Oh, wir haben auch mit Entführungen zu kämpfen. Entführungen scheinen wohl ein neuer Trend zu sein! Also, wenn das Portal nicht mehr funktioniert, dann würde ich sagen, Zankus, gehen wir zurück? Ja, schau dann, Farrell. Scheinen ganz nett zu sein! Und deswegen sollten wir Portale in jede Welt haben, damit jeder das Ende besuchen kann und sehen kann, wie toll wir sind. Und damit man einfach durch die Welten reisen kann. Ja, das auch. Ah, hallo Speer, Urblau und Urgelb. Oh Gott. Wie lief die Portalmission? Das Portal ist nicht nur offen. Ursprünglich war es in einem Unterwasserkönigreich, das ein Portal in die Steinwelt führte, aber das Wasser ist verschwunden. Also, ich hatte da so eine Idee. Man könnte ja Portale in alle Welten bauen. Kannst du Gedanken lesen? Bist du Merlinus? Er hieß Merlus. Und nein, ich bin Lore. Wir haben dich vorher gehört. Ach so, okay. Jedenfalls, könnt ihr das mit den Portalen übernehmen? Ja? Super. Tschüssi. Du. Es war halt... Dieser eine kleine Stein wird niemals ausreichen, um Portale in jede Welt zu bauen. Euch fällt da schon was ein. Ich muss Herrscherzeugs machen. Das Buch hat sicher eine Idee. Sen! Warte, ich hol ihn. Hab ihn nicht gefunden. Hier hast du das Buch. Oh. Das Volk der Lavamonster hat wohl sehr viele dieser Weltenkristalle. Oh, heißer Boden. Dann sind wir hier wohl richtig. Und wo müssen wir hin? Also der König sollte in Richtung West. Aua! Heiß! Hier, nimm meine Schuhe. Schon besser. Also dann gehen wir. Der wird schon wieder auftauchen. Wie ist er überhaupt hierher gekommen? Keine Ahnung. Lass uns nach Westen. Ja, wer ist mein kleiner Lavaprinz? Ja, wer ist er? Ja, du bist es. Ja, mein König, grüß dich. Warm Besucher, Endermänner oder so nennen sie die. Ja, dann schickst du doch an. Guten Tag, Herr, Lava-König. Servus, ihr Enderleid. Was kann ich für euch tun? Also, wir sind die Endermen. Wir wurden von unserem Anführer Svolt geschickt, um Weltenkristalle zu sammeln, weil wir Portale in jede Welt bauen wollen. Wir haben herausgefunden... Okay, hol ihn bitte. Ja, mal, was denn das für ein flinker kleiner Bub?
Das ist Volt, unser Anführer. Genau. Wir sind hier, um eure Weltenkristalle zu holen. Also ergebt euch, oder wie wäre... Für dieses Portalnetzwerk wollten wir fragen, ob wir vielleicht ein paar eurer Weltenkristalle haben könnten. Ach, die Dinger. Ja, die könnt ihr alle haben. Die brauchen eh noch Platz. Vielen Dank, Herr Lavakönig. Dies ist der Anfang einer langen Partnerschaft, eine Gemeinde, ein Verbündnis. Die Lavamonster und die Endermen. Wir werden für immer Verbündete. Nein, ein Volk sein. Sie stehen für immer unter unserem Schutz. Ja, ja. Oh, das ist interessant. Die Silberfische hatten wohl in jeder Welt 3 Stützpunkte, jeder mit einem Portal. Die könnten wir ja alle reaktivieren und für unser Netzwerk benutzen. Silberfisch? Stützpunkt? Reaktivieren? Ja, solange ich nicht helfen muss, gell? Hallo? Farrell? Ja? Also, unser Volk hatte da so eine Idee, und zwar, dass man ein Portalnetzwerk bauen könnte, womit man ganz einfach in jede Welt reisen könnte. Und wir haben herausgefunden, dass ihr in jeder Welt 3 Stützpunkte habt. Jeder mit einem alten, nicht mehr funktionsfähigen Portal. Und wir haben jetzt ganz viele Weltenkristalle, deswegen wollten wir fragen, ob wir vielleicht eure Portale für dieses Netzwerk benutzen können. In jeder Welt 3 Stützpunkte? Also ist die Legende wahr? Es gibt noch andere Silberfische? Ja, anscheinend. Natürlich dürft ihr das machen. Solange wir die Portale dann auch benutzen dürfen. Aber selbstverständlich. Okay, Lore, geh bitte zurück in die Welt der Unendlichkeit und öffne dort ein Portal. Ich mache hier das gleiche und dann können wir sie vielleicht verbinden. Alles klar. Es hat geklappt. Super, dann müssen wir das jetzt in jeder Welt 3 Mal machen. Wie viele Welten gibt es überhaupt? A bis Z, Himmel und Hölle, Unendlichkeit, Nether und Äther, irgendwelche komischen Zeichen, altmoderne Lavawelt, Wasserwelt, Wüstenwelt, Steinwelt, Pfeil nach oben, links, rechts, unten Welt, noch ganz viel mehr, von allen dann noch eine negative Version. Das kann echt lang dauern, bis wir da durch sind. Wir würden unsere Hilfe anbieten. Dann könnten wir auch direkt mit den anderen Silberfischstämmen Kontakt aufnehmen. Das wäre uns eine große Hilfe. Danke. Was ist denn das hier? Sind wir zurück in der alten Welt? Wir bauen ein Netzwerk aus Portalen, womit wir alle Welten verbinden wollen. Wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr ja hier beim Renovieren helfen. Geht klar. Lore, Svolt, Sen, kommt ihr? Ich glaube, ich habe einen Namen für unser neues Zuhause. Swolt? Das hier ist das Ende der Zeit, in der wir eingeengt waren. Das Ende der Zeit, in der Völker und Welten auseinandergelebt haben. Svolt. Ich glaube, wir nennen es das Ende. Svolt! Was ist denn? Oh. Wollt ihr mich verarschen? Was zum Teufel? Ich reiß mir hier den Arsch auf, um ein schönes Zuhause zu bauen, will alle Völker zusammenbringen und dann kommt ihr Kerker-Idioten hierher und... Svolt! Da habt ihr noch mal Glück gehabt. Wer seid ihr überhaupt? Wir sind die Kerker-Keks. Eure heutigen Vernichter. Sen, hol Ende und die Enderforce. Schnell! Schon unterwegs. Du Narr, du wirst uns niemals kriegen. Wir können höher springen, als du es je vorhersehen könntest. Also, ich glaube nicht, dass ihr so hoch springen könnt. Doch, können wir. Soll ich dir zeigen, oder was? Also, wenn ihr das wirklich könnt, dann springt doch mal so hoch, wie es geht. Na, warte mal ab, du. Lore, schnell, bau ein Gefängnis. Ah, guter Plan. Ich wurde ausgetrickst. Endermilben, los, befreit uns. Na, ich könnte hier langsam echt Hilfe gebrauchen. Wir sind Ihnen stets zu Diensten. Freunden hilft man aus. Perfekt. Lore, entwaffne die Kerkerklecks. Die anderen treibt die Milben zusammen, sodass wir sie alle auf einmal vernichten können. Und dann mal zu euch. Lori? Kommt mal mit. Was machst du? Bist du geisteskrank? Stopp. Ich weiß ganz genau, dass ihr unsere Leute habt. Wo sind sie?
Wo sind sie? Sag es ihm, bitte. Es tut mir leid. Es war falsch. Wir haben uns Xenius angeschlossen, weil wir einen Sinn im Leben gesucht haben. Aber dann hat er ihn aufgehalten und auf einmal war er weg. Unser neuer Lebenssinn war es, euch heimzuzahlen. Es war falsch. Das ist doch nur ein Trick. Jetzt sag, wo sie sind. Das ist kein Trick. Wir sind vielleicht gemein, aber wir würden nie lügen. Ich glaube, was ihr jetzt braucht, ist eine große Umarmung. Kommt her, Jungs. Ich kann ihn nicht mehr halten. Santos! Wir machen so etwas nie wieder. Nee. Ich glaube, er braucht einen Neustart. Da war doch so eine Tafel im Labor. Ja, das ist es. Hier in der Mitte ist die Kraft gespeichert. Das Zentrum seiner Energie. Sein Herz. Von hier aus müsste ich ihm helfen können. Was ist passiert? Ja, es hat geklappt. Es tut uns leid, Sankos. Wir können euch jetzt zeigen, wo die vermissten Endermen sind. Also, es in diese Richtung fliegt dann ungefähr 22 Sekunden eine 34 Grad Drehung darüber machen, dann 15 Grad nach rechts, dann kurz nach hinten, dann links abbiegen und dann müssen wir dort lang und dann dann 17 Grad nach links. Nicht nötig. Zeig einfach in welche Richtung. Okay, das müsste da lang sein. Ich dachte mir, ich nehme gleich mal das ganze Gebäude mit. Das hat aber gedauert. Diese Kerkerkeks haben uns unsere Energie entzogen und in so Skelettfische getan. Noch letzte Worte. Dann macht euch bereit, das Zeitliche zu segnen. Halt! Hä? Ich glaube, das sind verwandelte Silberfische. Wir hatten auch ein Entführungsproblem. Er hat recht. Den entführten Endermen wurden die Energie entzogen und Silberfischen injiziert. Entspricht das der Wahrheit? Habt ihr die Entführten gefunden? Ja, sie sind gleich da hinten. Wir werden wohl die Endermen irgendwie zurückverwandeln müssen und die Energie zurück den Endermen geben, aber wie sollen wir das anstellen? Ich glaube, ich könnte da behilflich sein. Als ich mir in der Merlus-Bibliothek Bücher zur Verarztung angesehen habe, habe ich auch einige zur Energie durchgelesen. Danke, Dr. Lectio, das wäre großartig. Ein halbes Jahr später. Und hier sind die Kerkerkeks. Früher unsere schlimmsten Feinde, sind sie heute die begehrtesten Bäcker des Multiversums. Mit ihren geheimen Familienrezepten und Zutaten aus verschiedensten Welten sind sie die besten im ganzen Ende. Wir werden nach der Tour noch einmal hierher kommen, damit ihr mit einem exklusiven Rabatt Kekse, Kuchen und viele andere Leckereien kaufen könnt. Das Übliche bitte, Jungs. Komm sofort. Du Sen, ich wollte dich mal was fragen. Warum habt ihr Xenius eigentlich aufgehalten? Oh ja, das würde mich auch interessieren. Warte mal, wusstet ihr gar nicht, warum er das machen wollte? Ich dachte immer, Xenius machte es, weil er sich in unserer Familie nicht einfinden konnte und deswegen selber etwas erreichen wollte. Und durch seine Kraft war das Einzige, was ihm eingefallen ist. Quatsch. Er hatte da schon einen guten Grund für. Na dann erzähl mal. Er meinte, die Kraft hätte zu ihm gesprochen und ihm die Augen geöffnet. Er hat erzählt, dass... Und deswegen hat Xenius sich entschlossen, es wäre das Beste, dieses Universum zu zerstören. Danke für die Existenzkrise. Oh nein, nicht schon wieder. Ich freue mich schon auf den Kuchen. Meine Mama. Nicht so hastig, ist doch genug für alle da. Einen wunderschönen Abend, liebe Völker des Multiversums. Ich hoffe, euch geht es genauso super wie mir. Wir haben uns heute hier versammelt, um ein ganz besonderes Ereignis in unserer Geschichte zu feiern. Also ran an die Tassen. Und Welt Y? Ja, erzählen Sie uns mehr, Herr Professor Lolatsch. Schon gut, schon gut.
Welt Y ist einer der gefährlichsten Welten des gesamten Multiversums. Es heißt, die Landschaften sind sehr verrückt. Zufällige Gegenstände werden dorthin kopiert. Und jeder, der dort länger als ein paar Minuten ist, verliert den Verstand. Da gehe ich mal hin. Den sehen wir nie wieder. Ui, so viel Kuchen! Ich wünschte, unsere Eltern wären hier, um das mitzuerleben. Alle nacheinander verschwunden. Was sie wohl so treiben. Glaubt ihr, sie haben uns vergessen? Sie sind doch schon alt. Das kann schon passieren, oder? Ach, denk doch nicht sowas. Dass sie uns alleine lassen, zeigt nur, dass sie stolz sind, wie erwachsen und selbstständig du geworden bist. Ihr habt recht. Ich bin immerhin der Anführer der Endermen. In der Vergangenheit schwelgen kann ich später. Jetzt feiern wir die Zukunft. Liebe Völker, es ist nun soweit und wir kommen zum Höhepunkt des Abends. Aber davor würde ich Sie gerne noch einmal genauer auf den heutigen Tag einweisen und warum er so besonders ist. Wie viele sicherlich mitbekommen haben, haben die Besten von uns die Monate erfunden, benannt nach unserem guten Enderforce. Monate machen so vieles einfacher. Terminplanung, Dokumentation der Geschichte, all das war vorher viel umständlicher. Nun präsentieren wir unsere neueste Erfindung, eine Art Quality of Life Update zum Kalender. Das Jahr. Ein Jahr besteht aus allen 12 Monaten und wo wir schon dabei waren, haben wir zurückgerechnet, wie viele Jahre seit dem Anfang unseres Universums vergangen sind. Und da haben wir eine große Entdeckung gemacht. Heute endet das 10.000. Jahr unseres Universums. Um das zu feiern, haben wir uns entschlossen, ab sofort die Jahre zu zählen und somit beginnen in wenigen Augenblicken das Jahr 1. Ein frohes neues Jahr euch allen! Herzlichen Glückwunsch, Einwohner des Endiversums. Ihr habt es geschafft, euer Universum 10.000 Jahre lang zu beschützen. Halbzeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Meine Mutter, Saya, Göttin des Lichts, ist auch super stolz auf euch. Also das sieht man auch nicht alle Tage. Ein frohes Neues. Auf Christus, auf das Endiversum. There's so much more to see, so many states to be, so don't try to run. There's so much more to come, so don't you worry, little one. Your story's just begun. Die Tür ist offen. Ich habe das Totem. Bist du dir sicher, dass du das durchziehen willst? Jetzt wäre ein Rückzieher noch möglich. Wir machen's.
Unglaublich. Und? Wie sehe ich aus? Wie ein Enderman. Es hat geklappt. Hier ist dein neuer Pass. Du bist Scotty Ender. Deine Machtfarbe ist grün. Deine Familie kennst du nicht und du hast keinen festen Wohnort. Alles klar. Danke für deine Hilfe. Dann wird es wohl Zeit für meinen Abschied. Warum bleibst du nicht einfach hier? Meine Geschwister sind tot oder verschwunden. Meine Kinder sind erwachsen geworden. Ich habe keinen Grund, hier zu bleiben. Es wird Zeit für einen Neuanfang. In der Welt, in der alles begonnen hat. Viel Glück, Scotty. Danke für alles. Name, Ziel und Grund, bitte. Ich bin Scotty Ender. Ich würde gerne in Welt C, um von nun an dort zu wohnen. Viel Glück, Scotty. Ich habe gehört, da soll es viele Monster geben. Ich, bin erfahren.